Hey Freunde, Fragrance Talk wieder hier am Start für euch. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, Parfüms de Marly Greenlay. Darauf haben einige gewartet. Vor allem jetzt, weil der Frühling endlich da ist und der Sommer auch bald kommt, hoffen wir jedenfalls. Greenlay von Parfüms de Marly. Lohnt sich dieser Kauf für diesen Duft? Bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Greenlay. Lohnt sich dieser Kauf? Lohnt es sich? Und ich sage euch, ja, er lohnt sich. Warum, werde ich euch jetzt erzählen. Wenn ihr diesen Duft sprüht, dann habt ihr, auch wenn ihr hier schon dran riecht, dann habt ihr einen sehr grünen Apfel. Schneidet mal einen grünen Apfel auf und wenn der so sauer noch ist, riecht dann, nehmt da Bergamotte noch mit rein, Kaschmirholz und Grapefruit und dann habt ihr diesen Duft. Richtig geil, richtig nice und da liegt die Betonung auf nice. Also das ist ein Duft, den ich heute übrigens trage, aber hier, ich habe ihn jetzt schon länger drauf. Erstmal hier das Opening ist der Hammer. Das ist geil. Natürlich, wenn man Apfel mag, etc. pp. In der Basisnote kommt auch noch Eichenmoos dazu. Natürlich kein echtes Eichenmoos, das Thema hatten wir schon mal. Aber egal, Eichenmoos, synthetisches Eichenmoos. Ich merke das persönlich schon, ja, wenn ich ihn aufsprühe, dass am Hintergrund das Eichenmoos am Start ist. Jetzt wird es ein bisschen dunkler hier, weil ich gerade von Frühlingdüften rede und so weiter und Sommerdüften. Jetzt wird es dunkel hier in Hamburg. Es fängt gleich wieder an zu regnen. Naja, ja. Und hier seht ihr übrigens Percival und Sedley. Ich werde gleich den Vergleich machen, weil für mich sind das die drei Musketiere des Frühlings, des Sommers und vor allen Dingen der, ja, ich sage mal Komplimente. Weil diese drei, ganz ehrlich, ich weiß, ich sage immer so Parfüms de Marly, naja, ja so. Und Nischendüfte etc. mal hingestellt. Aber die frischen Düfte von Parfüms de Marly, das hat schon Stil erstmal. Was heißt erstmal? Das ist mein Lieblings, ich weiß nicht, warum ich immer erstmal sage. In dem Fall nicht. Wir kommen gleich zu den anderen noch. Ich meine, Percival kennt ihr und aber Sedley ja auch. Es geht ja heute um die Grünen. Aber sie passen zusammen. Und wenn ihr diese drei auf jeden Fall für den Sommer habt, weil ihr sucht ja Frühling und Sommerdüfte, gute, die wollt ihr ja haben. Weil ihr benutzt ja keine süßen Düfte, kann man machen, aber dann wird es noch süßer und irgendwann klebt es und das wollt ihr nicht. Und ja, es gibt viele frische Düfte. Natürlich, preislich sind sie ein bisschen höher, aber ihr könnt die Düfte auch, sage ich auch gleich vorweg, wo ihr den kaufen könnt, mal. Ihr könnt diese Düfte bei der Parfümerie Kerner kaufen. Da bekommt ihr dann noch zwei Gutscheincode von mir, die ich jetzt einblenden werde. Und alles andere ist in der Beschreibung unten beschrieben. Schaut doch mal rein. Und dann kriegt ihr diese Düfte auch ein bisschen günstiger. Sie sind wirklich nice. Und ich bin der Meinung, diese drei Musketiere muss man für den Frühling und Sommer haben. Muss man. So, weil erstens der Greenlay, um den es ja heute auch geht, einfach dieses dieser saure Apfel, dadurch fruchtig müssen, dann die Bergamotte, Grapefruit und das Kaschmirholz und nachher das Eichenmoos ist von allerfeinsten. Die Haltbarkeit, ich habe ihn jetzt schon 7 Stunden drauf. Also dann muss man natürlich ein bisschen rangehen. Es ist klar, es ist ein Sommerduft. Es ist kein Mega mehr von Eau de Parisi, das was ich viel ausstrahlt. Nein, das ist hier nicht. Aber du nimmst ihn die ersten 4 Stunden sehr gut wahr. Auch meine Frau hat das immer so gerochen. Also das geht. Und dann wird er hautnah, aber er kommt ab und zu so rum, wo er, ja, dann langsam jetzt nach 7,5 Stunden dann langsam doch ausklingt. Aber ja, es ist ein gelungener Duft für mich persönlich. So, Percival dagegen ist ja ein bisschen anders. Ihr kennt das Zusammenspiel. Viele sagen ja, das ist Fierce, das ist Bleu de Chanel, das ist Savage, das ist Dylan Blue von Versace, etc. pp. Ja, nur noch in cremig und eigenständig. Und das ist das Geile. Wollt ihr was Cremiges dann tragen? Und ja, etwas Duschgelartiges, dann nehmt ihr diesen Duft. So. Auch sehr geil, hat eine Haltbarkeit von 8 Stunden. Also der hält und hält 8, 9 Stunden. Ist nachher auch ein bisschen hautnah.
aber kommt sehr, sehr nice. So, und hier habt ihr denn, ja, das stimmt schon, was ich gehört habe, der so ein bisschen fertigere Percival. Hier ist Minze und ich bin kein Minzenfreund. Ihr wisst das. Also Leute, die lange dabei sind, wissen das. Ein minziger Duft, der auf Holz also Minze, die auf Holz gelegt worden ist und dadurch ein bisschen seifig auch, eine schöne Seifigkeit hat dieses. Also ich bin immer noch nicht sicher, wo ich den, übrigens hier ist der Sprüher hier anders, da kommen wir auch gleich mal zu. Ich weiß nicht, wo ich den noch einordnen soll. In welche, ich habe ja, mein Lieblingsduft ist Layton. So, das Original Layton. Dann kam Carlan, dann kam Percival. Aber ich glaube, das wird jetzt, und ich werde es wahrscheinlich jetzt hier kurz, ja, ich muss das hier Bescheid geben. Es wird geändert. Sedley wird auf Platz 3 rutschen vor den Percival. Wenn nicht sogar auf Platz 2. Also er ist genial. Und übrigens, hier ist ja das Thema Haltbarkeit nicht etc. wird geändert. Das ist jetzt die, ja, ich glaube die aktuellste Version, die hält bei mir auch 7-8 Stunden. Ich nehme sie richtig gut wahr. Auch nach 8 Stunden kommt immer was rüber. Eventuell hält er sogar noch 9. Es wird natürlich ist ziemlich hautnah nachher. Aber ja, sehr geil. Und der Unterschied ist hier zu den Flakons. Ihr seht das ja. Matt. Man kann eigentlich nicht durchschauen. Hier kann man jetzt durchschauen. Wurde auch ein bisschen abgerundet. Sonst ist alles beim alten schwer. Richtig cool. Auch nicht so leicht abzukriegen, der Deckel. Hier, also das gefällt mir richtig gut. Ihr werdet euch bestimmt wundern, warum hat der Doc denn hier eine 75er. Der ist so geil. Der wird definitiv, und das ist ein Versprechen, sag ich mal. Der ist so geil, der kommt als 125er, sorry, wird der noch in meine Sammlung wandern, weil das ist einfach geil. Weil ich habe grundsätzlich immer alles in 125, aber man weiß ja nie, etc. Man muss ja auch erstmal testen und so weiter, weil, wie gesagt, die Düfte sind ja nicht so günstig, aber ihr bekommt sie mit meinem Gutscheincode auf jeden Fall günstiger. Das ist ja schon mal was. Und ihr müsst keine Angst haben, Parfümerie Kerner ist perfekt. Und gleich vorweg, weil so viele immer fahren, natürlich, das ist Originalware. Da gibt es 5, wo ich euch sagen kann, 5 Firmen, wo ihr definitiv Originalware kriegt. Aber, wie gesagt, auch Douglas hatte schon mal Fake. Diese Frage immer, ist das... Ich arbeite da auch nicht und keine Firma ist fast geschützt, aber ich hatte bis jetzt noch keinen Fake. So, die bekommt ihr auf jeden Fall richtig schön eingepackt. Dazu bekommt ihr noch Gummibärchen, Proben und so weiter und so fort. Haribo Gummibärchen, ja. Sie packen das richtig mit Liebe ein und ganz ehrlich, es ist ein Familienunternehmen, soweit ich was weiß, sehr, sehr nice über Jahre lang und da kann ich euch nur empfehlen. So, wie gesagt, alles unten steht in meiner Beschreibung und das sind die 3 Musketiere, die müsst ihr haben. Wann ihr sie tragt, ich denke mal, dieser saure Apfel könnt ihr tragen, wenn es richtig heiß ist. Dann nehmt ihr, wenn es so Standardmittel ist, so 25 Grad, nehmt ihr den Sedley. Und den könnt ihr, wenn es so 20 Grad nehmt, also 20, 30, 25 Grad. Oder auch so meinetwegen 20, 25, 30 Grad. Das ist eigentlich richtig geil. Ja, so kann man das mal sehen, weil das ist schon geil. Also der lohnt sich, der neue Greenlay, um den ging es. Der lohnt sich, der passt sich, oder im Endeffekt die beiden auch. Wenn wir den Sedley mal wegnehmen, weil das die neueren sind, auch sind ja durchsichtig auch, passt perfekt. So. Und hier muss ich nochmal sagen, ich weiß gar nicht, warum sie das nicht bei denen hier gemacht haben, weil das ist wieder ein normaler Sprüher. Und hier haben sie einen Sprühnebel gemacht. Also hier ist ein neuer Sprüher drin, wie ihr ja seht. Geil. Obwohl ich muss sagen, alle sagen, oh, der ist geil. Alle sagen ja, es ist besser, es verteilt sich besser. Ich bin nicht so ein ganz großer Fan von Sprühnebel, weil manchmal, ich finde immer, die Düfte halten dann. Also keine Ahnung, ich habe ja gesagt, wie lange der hält. Aber in Schnitt ist das immer anders. Ich finde diese, wo das so richtig so raufknallt, einfach geiler. Nein, aber Leute, ganz ehrlich. Die 3 Musketiere und der neue Greenlay, den könnt ihr unter die Nase führen und auf jeden Fall testen und auch kaufen, weil es gibt wenig gute, oder was heißt gut, es gibt sehr gute Sommerdüfte. Aber wenn ihr ein bisschen mehr ausgeben wollt, vielleicht ein bisschen die Qualität auch ein bisschen was Besseres haben wollt, in dem Fall wirklich, dann kann ich euch diese 3 wirklich ans Herz legen, ohne jetzt irgendwie großartig zu sagen, ihr müsst das kaufen. Nein, ich meine das wirklich ernst. Das ist das, was wichtig ist, auch für die Neuen, der Dog,
Das muss schon alles echt sein, authentisch, die Realness das muss alles richtig sein. Irgendein Blatt zu erzählen, ja hier, das ist eigentlich ein Schrottduft, aber kauft ihn. Nein, warum? Der Duft ist so, wie ich ihn... Natürlich, es ist Geschmackssache, ich kann nicht jeden Geschmack treffen. Viele sagen, oh nee, der geht gar nicht. Oder weiß ich jetzt nicht, würden viele sagen. Ich habe jetzt gleich ein Kompliment bekommen heute schon, der kommt gut an. Hier kriegt er auch Komplimente und hier so und so. Meine Frau liebt diesen Duft. Und meine Frau, ich habe das schon so oft erwähnt, auch im Livestream, und ihr wisst es, ist nicht einfach, was Düfte angeht. Weil ihr Guerlain, wie ich immer so sage, das Cologne, das Weiße, ist ihr Lieblingsduft von mir, denn ist Endstation. Aber weil es den nicht mehr gibt, und sie hat gesagt, das ist ein Duft, wo man sich so richtig schön an den Mann anlehnen kann. Also Sedley, Leute, auch geil. Und der Greenlay, ja sie macht jetzt den am liebsten und auch von allen. Aber wie gesagt, es geht auch um den hauptsächlich. Ihr könnt ihn kaufen. Sehr cooler, frischer, saurer, grüner Duft. Richtig nice. So Leute, das war's. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen über die 3 Musketiere hier. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Fragrance Dog.